Salam aus dem Iran. Wir haben uns, wie gesagt, hier ein bisschen in diesem Hotel erholt. Wir waren jetzt hier echt insgesamt bestimmt eine Woche, aber wir sind jetzt auch nicht mehr alleine hier, weil es sind voll viele andere Camper hierher gekommen. Salam! Ja, wir haben hier Doro und Justi kennengelernt. Mit den beiden fahren wir jetzt an einen unserer Lieblingsorte hier im Iran, in die Lut-Wüste, und wollen so einen richtig schönen Wildcamping-Abend und Tag verbringen, wo wir dann Lagerfeuer machen, Sternenhimmel gucken und so weiter. Und die beiden haben wir hier spontan kennengelernt, haben uns voll gut verstanden und freuen uns auch mal mit zwei Mädels unterwegs zu sein. Ja, und machen das jetzt gleich. So, spannende Planänderung. Wir sind leider wieder liegen geblieben mit unserem Van und werden jetzt gerade abgeschleppt zu einer Werkstatt. Wir haben aber beschlossen, dass wir unseren schönen Abend in der Lut trotzdem stattfinden lassen wollen. Und deswegen parken wir unser Auto jetzt und werden dann bei denen mitfahren und mit denen bei denen übernachten und so, was sich irgendwie voll aufregend anfühlt, mal ja, so was anderes zu machen und woanders zu übernachten. Achtung, Buckel! So, wir werden ja jetzt quasi 1 bis 2 Nächte zu Backpackern und deswegen müssen wir natürlich jetzt alles Mögliche mitnehmen und zusammenpacken, damit wir das alles in unserer tollen Unterkunft, dem lustigen alten Wohnmobil von den beiden, dabei haben, und das machen wir jetzt nochmal flott. So, wir haben jetzt alles aus unserem schönen Auto rausgeräumt. Es fühlt sich fast an wie so ein richtiger Umzug, weil wir jetzt auch unsere Stühle, Teller, Bettzeug, alles mitgenommen haben, weil man weiß ja nie, was man braucht. Aber wir sind jetzt alle ready, loszufahren. Let's go! Ja, es wird ja schon dunkel. Ja. Yeah! Schade, dass wir jetzt keine Hupe haben. Ja, wirklich, wir würden jetzt auch weg. So, wir sind jetzt in der Lut-Wüste angekommen. Auch eine neue Erfahrung für uns, hier im Dunkeln anzukommen. Und was noch viel lustiger ist, dass neue Freundinnen von uns auch schon hier waren und sich jetzt ein bisschen gewundert haben, dass plötzlich 4 Leute aus dem einen Auto kamen, weil sie natürlich nicht wussten, dass unser Van zurückgelassen wurde. Da wurden wir jetzt auch direkt mit Judiths Nudelsalat versorgt, weil wir alle auch noch nichts Richtiges gegessen haben. Und den werden wir uns gleich erstmal gönnen und dann hier einen schönen Abend unterm Sternenhimmel verbringen. Ich habe richtig gut geschlafen, das ist hier richtig kuschelig. Also Marianne und ich haben hier unten geschlafen, die anderen beiden da oben. Ja, ist echt cool, so eine Wohnmobilaufteilung, und es war richtig cool. Wir hatten so die Fenster offen und hier ist ja auch ein Fenster, und dann habe ich hier so
meinen Kopf gehabt und in den Sternenhimmel geguckt und zwischendurch sogar eine Sternschnuppe noch gesehen. Also es war richtig schön. Und jetzt sind wir schon alle wach, gleich wird zusammen gefrühstückt. Einfach ein richtig toller Ausflug hier. Jetzt hier mal hochgelaufen, um noch mal einen coolen Blick über die ganze Wüste zu haben. Ist leider mitten in der Mittagshitze, also ist echt ganz schön warm. Aber dadurch, dass wir hier völlig alleine sind, also wir haben noch keine anderen Menschen gesehen, können wir hier ganz entspannt in Urlaubsklamotten sozusagen rumlaufen. Ja, und das ist einfach ein echt toller Ort. Mega leise, wie gesagt, niemand anderen zu sehen und einfach sehr besonders mit diesen Kaluten. Und wie das bei so Treffen hier immer ist, fängt man dann gegenseitig an den Autos an zu schrauben. Bei Sebastian ist Kfz-Meister und bei denen geht die Hupe nicht. Und jetzt wird da das getestet. Wahrscheinlich wird Sebastian sich auch noch unser Auto angucken, was uns dann richtig dolle helfen wird, weil er halt dann unsere Sprache spricht. So, und dann ist es einfach ein bisschen einfacher zu verstehen, was der Fehler ist und was sich lohnt. Doro, möchtest du auch noch fahren? Ja, aber erst wenn unsere Hupe fertig ist. Ja. Und erst wenn wir dann überhaupt wieder hier rauskommen, weil jetzt gerade wurde das Lenkrad abgemacht. Dann nicht alle hier jetzt in der Wüste wohnen müssen. Richtig lustig ist übrigens auch, dass wir Doro und Justi eigentlich angeboten haben, weil deren Auto ist halt auch echt ein bisschen alt und läuft teilweise auch nicht mehr so ganz rund. Und wir haben denen angeboten, dass sie mit uns fahren können, weil wir gedacht haben, vielleicht schafft deren Auto das nicht. Und dann, ja, Schicksal. Und unser Auto hat es am Ende nicht geschafft und wir mussten bei denen mitfahren. Ist schon auch immer lustig, wie dann sich sowas umdreht. Juhu! Wir haben jetzt hier unsere Feuerstelle vorbereitet und wir werden immer besser da drin, weil wir das immer häufiger machen. Wir haben hier unser Grillrost für das ganze Gemüse und so. Und da haben wir jetzt hier schon so eine Aussparung, wo wir dann die Glut dann da so reinschieben können. Und dann können wir dann gleich hier super alles grillen. Es sind jetzt noch andere Freunde wahrscheinlich, die hier ankommen. Wir sind uns natürlich noch nicht 100% sicher. Die haben wir auch auf dem Parkplatz an dem Hotel in Kermann kennengelernt. Grüezi! Das schmeckt schon wieder. Am Anfang denkt man immer, wenn man sowas plant, boah, haben wir am Ende genug zu essen und wird es wirklich geil. Und am Ende ist es dann immer richtig geil. Also so Grillabende oder Lagerfeuerabende sind einfach immer ein Highlight. Vor allem, wenn man so gut organisiert ist wie wir. Besonders. Eine weitere Nacht ist vergangen, in der wir hier richtig gut geschlafen haben und es ist einfach richtig gemütlich hier. Das Wohnmobil ist auch ein bisschen breiter als unser Van, deswegen können sogar Mariano und ich mit ausgestreckten Beinen hier perfekt schlafen und generell sind wir sehr begeistert von diesem Wohnmobil-Layout und allem, weil das ist halt voll gut durchdacht. Man hat eine Mini-Küche, ein kleines Badezimmer, dieser Eikhofen ist halt voll clever und generell braucht man halt echt nicht den fancy, perfekt ausgebauten Van, sondern man kann halt auch so ein etwas älteres Wohnmobil kaufen, das ist schlau gemacht und kann damit auch voll weit kommen. Und das ist halt mega geil und zeigt dir irgendwie so cool. Ja. Man muss dazu sagen, die beiden sind so ein bisschen, ich will nicht sagen planlos,
Schon Kann ich okay. Okay, planlos losgefahren und auch so, habe jetzt nicht so, wie wenn ich das Auto wahrscheinlich, unser Auto auch alleine hätte, kennen sich halt null mit Auto aus und so. Ich meine, ich habe ja so das Glück, dass Mariano sich da mit unserem Van auskennt und haben dann zwischendurch mal ein paar Autoprobleme und so und haben jetzt hier auch nicht alles nochmal weiß gestrichen oder fancy gemacht oder so. Und wie gesagt, es geht halt trotzdem so. Die sind halt auch im Iran und das finde ich so mega geil und inspirierend und würden wir irgendwie gerne mitgeben, dass man halt auch richtig easy einfach sagen kann, okay, wir versuchen das jetzt und dann auf dem Weg findet man schon für die Problemchen, die auftauchen, irgendwelche Lösungen und schafft es dann trotzdem ganz weit. Ne, weil viele denken immer, oh nee, so eine weite Reise traue ich mich gar nicht, weil ne, was ist, wenn irgendwas kaputt geht und so. Aber auch wenn man keine Ahnung hat, ein altes Wohnmobil hat, was wahrscheinlich, oder bei denen ist auch viel kaputt gegangen, aber trotzdem haben die es halt so die halbe afrikanische Westküste runter geschafft, sind jetzt auch so bis zum Iran gefahren hier. Also man schafft das trotzdem alles irgendwie, auch wenn man keine Ahnung hat und auch wenn zwischendurch mal was kaputt geht. Aber das ist ja auch nicht das Einzige, was so auf der Reise immer schwierig ist. Ich meine, man hat auch noch viele weitere Challenges, die einem quasi da erwarten, von denen man vorher gar nicht weiß. Und jetzt haben wir drinnen mal aufgeräumt, deswegen können wir jetzt noch mal gucken, wie das mit der ganzen Sofaecke aussieht. Und was auch richtig geil ist, sind einfach diese Fenster, da kann man dann mal so durchgucken. Hallo! Hallo, wollen Sie einmal Eiscreme? Oh ja, gerne. Ich will jetzt nicht sagen unbedingt 100% aufgeräumt, aber wir haben das Bett mal eingeklappt, dann sieht man nochmal, wie der Raum halt so ist, ne? Wenn wir nicht zu Gast sind. Das ist schon mega geil. So, ich komm mal hier rein. Weil hier hat man noch die Küche, den Kühlschrank, Badezimmer, ganz viel Stauraum. Sofaecke und das Bett. Und wenn man halt zu zweit unterwegs ist, ist das halt perfekt. Und ich meine, wir haben hier sogar Stehhöhe. Oh krass. Und das ist schon mega cool. Und ich finde es echt nice, was für verschiedene Autos und so man haben kann und ja, wie weit man es dann schafft und so. Vielleicht müssen wir tauschen mit denen. Ah ja, auch schon überlegt. Würde ich jetzt nicht Nein sagen. Geil. Geil, was ist das? Oh Gott. Dankeschön. Richtiger Luxus hier. Mega. In der Lot. Ja, irgendwie uns geht's hier besser in der Wüste, wo eigentlich nichts ist. Also. Ja, weil ihr Leute habt, die organisiert sind. Ja. So, die Zeit in der Wüste ist erstmal vorbei. Wir fahren weiter. Alles kommt rein und dann geht's hier mit der Reise weiter. Juhu! Weil deren Kanal heißt die große Reise. Juhu! Ey, der Kanal ist jetzt Follower. Schnell, weg hier, Hilfe! Alles auf, alle Fenster aufpassen. Hilfe! Ja, ich hab alles auf. Wieso Kam hier von links? Was heißt es? Aua. Ach so. Oh Gott. Ja, aber ist egal. Was? Wo fahren wir denn jetzt lang? Ja, Offroad ist immer gut. Hinten wird man dann auch so durchgeschickt. Ja, ja. Man hört halt ganz viele komische Geräusche. Wir sind nicht das einzige langsame Auto bergauf. Jetzt sind wir ja auch mit 20 km/h unterwegs, wo wir auch hier mit 20 hochgefahren sind. So, wir snacken jetzt erstmal noch hier. Wir haben uns Falafel bestellt. Wir waren jetzt hier schon öfter. Das ist unser Falafelladen. Und Pommes. Falafel haben die verstanden, das ist nämlich das gleiche Wort, aber wir wussten nicht, was Pommes heißt. Aber dann haben wir einfach gegoogelt und haben denen ein Foto von Pommes gezeigt. Hat geholfen. So einfach geht's. Und die sind mega lecker. Das sind die knusprigsten Pommes, die wir je gegessen haben. Oder? Nein, diesmal nicht so. Toll. Super lecker. Yummy. Yummy.
hier, das ist auch nicht unüblich, cheers, frisch gepressten Karottensaft mit Softeis. Also einfach so Fruchtsäfte mit Softeis ist hier eine gängige Spezialität. Wie sagen wir das denn? Unsere Pechsträhne nimmt kein Ende. Ist, glaube ich, eine ganz gute Einleitung und eine sehr passende Einleitung leider. Ja, wir haben nämlich Motorschaden. Eigentlich sind wir gerade dabei, den Geburtstag von Doro zu feiern. Sie wird nicht 90, aber es gab nur noch diese Kerzen. Eigentlich haben wir einen schönen Kuchen gegessen, aber Ja, wir hatten ja so einige Probleme. Der Wasserkühler war kaputt, dabei haben wir den Ölkühler kaputt gemacht. Dann wurde der beim Ausbau in der Werkstatt kaputt gemacht. Und dann haben sie den ausgebaut und dann wurde der Ölkühler überbrückt mit einem Gummischlauch, der bei der Fahrt dann irgendwo gegengelehnt ist und da von der Hitze gerissen ist. Dann ist das ganze Öl rausgelaufen. Und das heißt, wir sind so ein paar Sekunden, wir wissen nicht genau wie lange, ohne Öl gefahren. Und jetzt war ich eben mit Sebastian, der ist Mechaniker, bei unserem Auto und wir haben es getestet und bumm, es ging einfach an. Wir dachten, boah geil, mega Glück gehabt. Dann haben wir noch Öl nachgefüllt und das alles jetzt so repariert, dass es gut ist und geschweißt und alles. Und dann haben wir eine Testfahrt gemacht und da hat sich der Motor schon nicht so gut angehört. Der hat so ein bisschen geklappert und es wurde immer schlimmer und schlimmer. Und nach 20 Minuten im Leerlauf ist dann der Motor einfach dann ausgegangen. und das heißt, wir müssen den Motor ausbauen lassen, um das zu reparieren, müssen gucken, ob wir die entsprechenden Ersatzteile finden und also das alles quasi erneuern können oder ob es halt sogar so ist, dass wir einen komplett neuen Motor brauchen, weil das einfacher ist. Und ja, das bedeutet vor allem viel Zeit und natürlich auch irgendwie finanziell ein großer Aufwand, damit wir das alles wieder repariert bekommen. Wenn wir eine Werkstatt finden, die das gut machen kann, dann sollte es kein Problem sein und wir müssen natürlich die Ersatzteile hier finden. Oder wir fahren am Ende hier mit so einem iranischen Mercedes-Motor dann hier raus. Naja, das ist der Stand. Wir sind jetzt am rumtelefonieren und rumschreiben, um zu gucken, wo eine Werkstatt ist. Und Sind natürlich ein bisschen traurig und fertig, so, weil wir uns das natürlich so nicht vorgestellt haben, dass nicht der Plan war. Wir dachten, wir haben jetzt endlich Ruhe und das jetzt einfach wieder viel Stress und so weiter bedeutet. Und es ist einfach unser Zuhause, ne? Und ja, es fühlt sich einfach nicht gut an, jetzt nicht zu wissen, was wenn wir es jetzt verschrotten, dann haben wir erstmal kein Zuhause. Ja. Naja, wir sind aber ziemlich froh, dass wir nicht alleine sind und ganz viel tolle Unterstützung bekommen. Wissen auch, dass wir das schon irgendwie hinbekommen werden. Aber müssen das jetzt natürlich auch erstmal verdauen, sacken lassen und dann gucken, wie es dann repariert wird. Ja. Wir sind allerdings nicht die einzigen mit Problemen. Die anderen mit ihrem coolen Wohnmobil, die haben auch immer so Kleinigkeiten. Die hatten auch irgendwie eine krasse Reparatur neulich. Und den Felix und Philipp, die wir getroffen haben mit diesem orangenen Düdo, die wir in Ladakh getroffen haben, die hatten auch noch das übelste Problem und die haben auch so den halben Motor noch in Indien ausbauen müssen und so, das war auch alles ganz schlimm. Also es passiert vielen, jetzt ist uns auch mal passiert, hoffen wir können das irgendwie gut reparieren, aber wir sind zuversichtlich. Aber wie gesagt, es ist natürlich richtig cool, dass wir hier nicht alleine sind. Wir können ja auch bei denen im Wohnmobil schlafen, haben wir letzte Nacht schon geschlafen, weil unser Auto irgendwo anders stand. Und die haben uns natürlich auch sehr viel geholfen. Wir gehen nachher nochmal essen und gucken, dass wir irgendwie das alles hier gut hinbekommen. So, also der Mechaniker, bei dem wir vorher unser Ölproblem versucht haben zu reparieren, der hat wohl jetzt einen Mechaniker gefunden mit einem Werkstatt. Und da müssen wir jetzt unser Auto hinziehen. Deswegen fahren wir mit dem Wohnmobil der anderen dorthin, um uns dann dahin zu ziehen. Und Sebastian kommt auch netterweise nochmal mit, um dann auch nochmal mechanisches Fachwissen auszutauschen. Gott, ey. Wie es dann weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Unser Camper ist auch nicht der einzige, der geschoben werden muss. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Chodafis und danke fürs Zuschauen.